Meine Güte, Kinder, jetzt muss ich auch noch unter meinen nassen Johannisbeerstrauch krabbeln und die Johannisbeere pflücken für unseren schönen Kuchen. Guck mal hier, da sind ganz viele rote dran, weil der Peter hat mir nämlich dieses Jahr im Frühjahr gekürzt, weil der hat nämlich gedacht, das ist eine Rose, ne? Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er genug, aber es ist alles nass. Meine Güte, ich kann euch sagen, so viel Regen auch bei uns und Hochwasser überall. Aber dieses Jahr, der Sommer, ne? Der kotzt mich eigentlich richtig an. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Schreibt's mal in die Kommentare. Ist doch echt nicht mehr normal, oder? Ist zwar gut für die Natur, so viel Regen, aber ich weiß auch nicht, ne? Aber hier langt's auf jeden Fall für einen leckeren Johannisbeerkuchen, ne? Ja, mei, schau noch hier, wie viele rote, schöne Johannisbeerchen wir da haben. Und ich habe die jetzt auch schon mal gewaschen. Die waren zwar vom Regen so ein bisschen nass, ne? Aber man weiß ja nie, ob da vielleicht Oma Kätzchen vorbeipullert oder was. Und die tun wir jetzt einmal von den Stielchen befreien. Meine Güte, und das mit den Unwettern in Deutschland im Moment, Leute, das nimmt ja echt überhand, das ist der Hammer. Das endet doch nicht noch am Ende vielleicht in der Klimakatastrophe, das will ich nicht hoffen, ne? Und wir haben ja diese Spendenseite hier eingerichtet, wollte ich euch nämlich mal zeigen. Gucke mal, ich verlinke es euch auch noch mal unter dem Video. Wir haben ja inzwischen schon 490 € gesammelt. Ist das nicht der Hammer? Ihr seid wirklich spitze. Ich danke euch herzlich für die Unterstützung und ihr könnt den Link ja auch teilen mit Freunden, Familie, Verwandten und so weiter, weil jeder Euro hilft und da kann man wirklich was Großes tun und wir müssen jetzt nämlich alle echt richtig zusammenhalten. So, guck, alles schön abgezuppelt, ne? Und jetzt fangen wir dann schon mal an und trenne uns schon mal ein paar Eiersche. 7 Stück habe ich hier für die Länge Kuchen, weil wir brauchen ja später für ein Baiser auch noch einen schönen Eischaum. Und 4 Eiersche trennen wir jetzt mal in Eigelb und Eiweiß. Und das Eiweiß, habe ich euch ja schon gesagt, immer einzeln trennen, ne? Und das tue ich da hinten schon mal in mein Schüsselchen extra, weil wenn da nämlich ein Fitzelchen Eigelb drin ist, ne, dann wird es nicht mit Eischaum, ne? Und Schale brauchen wir auch nicht schon an. So, und restliche Eierchen kommen dann komplett ins Schüsselchen rein. Und die Eigelbchen auch dazu, ne? Und dann tun wir es schön schaumig schlagen mit dem Zucker und mit dem Vanillezucker. Guck mal, wie schön schaumig das jetzt wird. Und dann brauchen wir auch schon gleich unsere Springform. Da habe ich unten auf dem Boden so ein bisschen Backpapier. Und den Rand, den tue ich mir immer so ordentlich einfetten, ne? Dass ich das dann schön lösen kann später. Guck, einmalig. Und die Butter, die habe ich hier hinten schon ein bisschen aufgelöst. Kennt ihr mich ja, ne? Da gehört immer flüssige Butter ins Rezept. Dann drehen wir das Ganze hier wieder ein bisschen auf Minimum. Und dann geben wir die auch ganz langsam dazu. Und dann natürlich noch die trockene Zutaten. Ein bisschen Mehl, Backpulver rein und das Prisele Salz nicht vergessen. Das tun wir dann schön mit dem Löffel vermischen. Und dann Löffel Weiß da rein, ne? So Leute, und ich habe ja immer gesagt, nee, so lange rühre mit dem Mehl, ne? Dann tue ich das immer schon gleich raus hier, das Ding, ne? Und dann tun wir den Rest einfach so ein bisschen noch unterheben. Und jetzt nehmen wir uns dann nämlich auch ein bisschen was hier von denen schönen Johannisbeerchen. So ungefähr 2/3, ne ganz, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und tun das dann schön mit unterheben. Ganz ein bisschen bloß, weil die zerplatzen ja ziemlich schnell. Die sind auch recht saftig, ne? Und jetzt schütten wir es schon da rein. So, schau noch hier, wie schön es ist. Und in den Rest kommt jetzt noch ein bisschen Stärke und ein bisschen Zucker gemischt. Jetzt muss ich erst ein bisschen Platz machen. Guck, weil das nimmt so ein bisschen die Feuchtigkeit raus. Jetzt baue ich erstmal neue Löffel, warte mal. Damit die nämlich da oben nicht so nässe, gell? Vermische. Ein bisschen was kann schon noch. Also ganzer Esslöffel. Ihr findet ja das Rezept immer unter dem Video verlinkt auf dem Blog. Könnt ihr alles schön in Ruhe nachlesen. Und jetzt geht er schon ab in vorgeheizte Ofen. So, gucke mal her. Jetzt war er 25 Minuten im Ofen. Jetzt lassen wir ein bisschen abkühlen. Der Ofen heizt natürlich jetzt weiter, weil jetzt brauchen wir natürlich noch die schöne Baiser-Haube. Und dafür haben wir da unser Eiweiß. Und das tun wir jetzt mit ein bisschen Salz und dem Zucker ganz langsam schön aufschlagen, gell? Und mit langsam meine ich, dass ihr den Zucker schön langsam einrieseln lasst. Und dann zeige ich euch nachher noch ein Test, wie ihr dann mitkriegt, dass das fertig ist und richtig gut ist, das Baiser, weil das muss ja auch schön knackig werden, gell? Und jetzt schau mal hierher. Und wisst ihr, woran ihr erkennt, dass der Baiser-Schaum so richtig gut ist? Guck mal. Der steht wie eins, ne? Guck. Und wenn ihr hier die Finger zwischenreibt, also wenn ihr den zwischen den Fingern reibt,
Dann ist kein Fitzelchen mehr vom Zucker zu spüren und dann ist er genau richtig, ne? So, und jetzt braucht die Joanna erstmal schnell ein Schluck Wasser für den Finger. Erst einmal wasche die Hände wieder, ne? So, einmalig hier, du kannst das sagen. Und jetzt braucht man dann einmal so einen Teigspatel. Das macht sich nämlich auch dann, wenn der so schön fest ist, ganz schön schwer ab, ne? Und daran merkt ihr dann, dass der passt. Lasst euch darauf nicht ein und macht es zu schnell, weil wenn der zu dünne ist, dann wird das nicht. Wirklich ungefähr 5 Minuten richtig schön schlagen. No? So, und dann geht's schon zack, drauf auf die Kuchen. Und schau mal her, wie der sich zieht, ne? Und den tut er jetzt ungefähr mit 2 cm Abstand zum Rand schön gleichmäßig erst einmal verteilen. Und ihr seht ja, der Kuchen ist auch noch nicht richtig durch, der ist noch richtig schön weich, da müsst ihr vorsichtig sein. Guck, nicht so weit, weil der dehnt sich noch richtig aus am Ende, werdet ihr dann sehen. Ihr könnt natürlich jetzt auch ganz kreativ sein und den in so einen Spritzbeutel tun, den Eischaum mit so einer Sterntülle. Macht man eigentlich ohne nicht, ne? Aber die Joanna macht das halt immer, ne? Weil ich mache das nämlich dann so, ich tue einfach mit dem Löffelchen so schöne Spitzen machen. Da habe ich auch ein bisschen Muster. Und dann backt man jetzt noch mal zu Ende im Ofen. Da brauche ich ja meine Handschuhe. Mensch, das ist ja nur heiß. Alter Schwede, schau mal her. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir den rein haben, wie klein das war? Und das ist das so aufploppt, da bin ich jetzt schon stolz. Und jetzt schau mal kurz hier. Hör mal. Warte, ich will es nicht kaputt machen. Hört ihr das? So richtig schön knackig. Mensch, und jetzt muss der erst noch ein bisschen abkühlen und dann können wir anschneiden. Da freue ich mich schon drauf. Ach, herrlich. Hört ihr das? Mensch, abkühlt ist er jetzt. Und jetzt können wir ihn schon anschneiden. Und jetzt hör mal hin, wie das knackt. Herrlich, kann ich das sagen. Meine Güte, Leute, ist das ein saftiger Baiser-Kuchen mit der geilsten Baiser-Haube, die es gibt. Macht's unbedingt nach. Und der ist noch heiß und den erstmal gleich. Ciao, macht's gut.